Hallo liebe BVB-Fans, ich habe gerade bis 2023 unterschrieben und bin überglücklich. Alles Weitere erfahrt ihr hier im Spieltagsmagazin. Eben noch bei Michael im Büro, jetzt schon bei mir in der Sendung, beziehungsweise zu Hause auf der Couch, Roman Bürki. Hallo Roman. Hi Nobby, hallo. Es war keine ganz so große Überraschung mehr. Trotz alledem freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass du verlängert hast bei Borussia Dortmund für 3 Jahre. Und vor allen Dingen, dass es hier im Spieltagsmagazin verkündet wurde. Das ist etwas ganz Besonderes. Jetzt natürlich die berühmte erste Frage nach dem Warum. Was hat dich bewegt, hier beim BVB zu bleiben und dich 3 Jahre weiter an den BVB zu binden? Ja, wie ich schon einmal nach dem Spiel im Interview gesagt habe, dass ich habe einfach schwierige Zeiten durchgemacht, auch in Dortmund. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der ganze Club hinter mir steht, dass er mir Vertrauen schenkt. Und ich habe mich wirklich auch geliebt gefühlt hier. Die Menschen sind top im Club, super Mitspieler. Und es ist halt wirklich wie eine Familie hier. Und das genieße ich sehr. Und das war schlussendlich auch der Grund, warum ich gar nicht groß drüber nachgedacht habe, irgendwie was verändern zu wollen in meiner jetzigen Karriere. Und deshalb bin ich auch überglücklich, dass wir uns einigen konnten und es geklappt hat. Top, wir sind alle happy. Jetzt kommt natürlich anschließend direkt die Frage, wenn man sich 3 Jahre bindet, was sind denn die nächsten Ziele? Was möchtest du denn mit dem BVB noch erreichen? Was hast du dir vorgenommen? Ich glaube, beim BVB ist es so, dass wir immer irgendwas gewinnen wollen. Das ist ganz klar. Das ist auch mein Ziel. Wir haben einmal, konnte ich den Pokal gewinnen mit dem BVB. Das war eine unglaubliche Feier, ein unglaubliches Gefühl. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl bald wieder erleben kann. Und ja, mit den Leuten dann auch feiern kann. Vielleicht nächstes Jahr, wenn Zuschauer wieder zugelassen sind und das Ganze sich ein bisschen verbessert hat, ja, weil wir vermissen die Fans, unsere Fans auf jeden Fall sehr. Ja. Und es gibt ja berechtigte Hoffnung, dass bald wieder Fans ins Stadion dürfen. Allerdings, Roman, hätten wir da auch noch eine Idee. Roman Bürki hat die 12 bereits zu Buche stehen, zum 3. Mal in der Bundesliga. 12 weiße Westen diese Saison. Das ist Einstellung seines persönlichen Rekordes in Deutschlands Oberhaus. Die Vertragsverlängerung, fast schon logische Konsequenz. Der BVB weiß, was er an seiner Nummer 1 hat. Der Rückhalt einer vor allem in der 2. Saisonhälfte sicheren Defensive. 5 Gegentore seit dem Restart, das ist Ligaspitze. Diese Saison neigt sich dem Ende zu. Mindestens 3 weitere sollen für Roman bei Schwarz-Gelb folgen. Die 12 ließe sich jetzt noch knacken. Und für die Zukunft bietet es sich an, die 17 ins Visier zu nehmen. Roman, du weißt sicherlich, worauf wir anspielen. 17:0 Spiele, das ist dein persönlicher Rekord, aufgestellt 2012, 2013 bei Grasshopper Zürich. Ein realistisches Ziel? Ja, auf jeden Fall. Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Jetzt auch in den letzten Spielen haben wir einen guten Eindruck gemacht, defensiv stabil gestanden. Ich musste eigentlich fast nichts halten. Die Spieler haben mir das Leben sehr einfach gemacht eigentlich und ich bin überzeugt, dass man das schaffen kann, auf jeden Fall. Und das muss auch ein Ziel sein, uns stetig zu verbessern, in allen Belangen, sei das im Tore schießen oder im Tore zu verteidigen. Und ja, daran werden wir auf jeden Fall arbeiten. Du musst allerdings auch der Wahrheit ins Auge schauen, lieber Roman. Du wirst in diesem Jahr noch 30 Jahre alt, das dürfen wir nicht vergessen. Hier und da gilt das natürlich als das beste Alter eines Torhüters. Inzwischen sind die Stammtorhüter immer jünger geworden. Wie siehst du das? Grundsätzlich finde ich sehr gut, dass man jungen Torhütern schon so früh wie möglich eine Chance gibt, um zu spielen. Man redet ja immer von, ja, ein Torwart braucht Erfahrung, dies und das. Und Erfahrung sammelt er nun mal nur, wenn er zwischen den Pfosten steht und Fehler begeht und ja daran arbeitet, wie damit umzugehen ist und ja einfach immer von Woche zu Woche ein Spiel hat, in dem er sich neu beweisen muss und neue Herausforderungen hat. Und deshalb finde ich es sehr gut für junge Torhüter, dass man die schon früh spielen lässt. Und ich meine, die sind ja auch schon sehr gut, also die Torhüter. Aber Erfahrung, Roman, ist durch nichts zu ersetzen. Das ist so, das ist so. Das ist wirklich so. Ich habe auch
ein bisschen gebraucht, um da vor 80.000 ein bisschen den Puls mal wieder runterfahren zu können, weil es ist trotzdem sehr emotional, das Ganze, wenn so viele Leute sind. Am Anfang fühlst du dich so ein bisschen, als würdest du dich, also es würde dich fast so ein bisschen erdrücken. Die Räume kommen dir alle viel kleiner vor, als sie eigentlich sind. Und von dem her braucht es auf jeden Fall Erfahrung. Und aber wie gesagt, es ist ich finde es toll, dass so viele junge Torhüter den Sprung in die Bundesliga jetzt auch schon geschafft haben. Jetzt wird es ganz schwer, Roman. Du hast vor 13 Jahren deine Profikarriere in der zweiten Mannschaft des BSC Young Boys Bern gegeben. Was kann der fast 30-jährige Roman Bürki besser als sein fast 17-jähriges Ich von damals? Und was kannst du nicht mehr so gut wie deine 13 Jahre jüngere Version? Also ich kann auf jeden Fall meine Emotionen besser kontrollieren als damals. Auch das ist wieder was mit Erfahrung zu tun hat, ne? Genau. Manche glauben das vielleicht nicht, weil ich immer noch sehr emotionsgeladen bin, immer nach den Spielen oder während den Spielen. Aber es ist wirklich so, ich war noch schlimmer. Und was ich damals besser konnte, ist einfach tagtäglich zu trainieren. Ich brauchte keine Pause. Ich habe keine Verletzungen gehabt. Mein Körper hat sich so gut angefühlt. Ich konnte wirklich 2-mal am Tag trainieren und das eine ganze Woche lang. Ich bin von der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft gegangen, um zu trainieren, weil ich am Wochenende da gespielt habe manchmal. Und dann wieder in die erste Mannschaft. Und ich habe wirklich keinen Tag frei gebraucht. Ich wollte auch keinen Tag frei. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das würde ich jetzt heute so nicht mehr aushalten. Ja, das ist leider so. Ne? Ich meine, ich bin ja auch schon doppelt so alt fast. Also das ist einfach so. Es ist ein ganz normaler Werdegang. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. So, jetzt gibt es ein tolles Duell. Torhüter gegen ehemaligen Stürmer. Roman gegen Nobby. Du oder ich. Und ich bin mal gespannt, was sich die Jungs jetzt ausgedacht haben. Ja, ihr beide, das müssen wir zugeben, kommt ja nicht gerade aus Weltstädten. Roman erblickte in Münsingen im Kanton Bern das Licht der Welt, Nobby im Wittgensteiner Land, genauer gesagt in Bad Berleburg. Welche Geburtsstadt hat mehr Einwohner? Das sind aber auch Fragen, ey. Wie heißt dein Ort? Münsingen. Münsingen, ja, das habe ich auch schon noch nicht gehört. Also, welche Stadt mehr Einwohner hat? 3, 2, 1. Beide glauben, dass ihre Geburtsstadt die größere ist. Bad Berleburg kommt gerade mal auf knapp 20.000 Einwohner. Münsingen kann eine Bevölkerung von über 12.000 verzeichnen. Der Punkt geht an Nobby. Münsingen, ja, Münsingen. Ja, was? 1-0 Nobby. Das nächste, was wir wissen wollen. Wenn es um die Anzahl an gelben Karten geht, sind weder Torhüter noch Stürmer vorne dabei. Doch trotzdem gibt es für Zeitspiel, Torjubel oder Ball wegschlagen mal den ein oder anderen Karton. Wer von euch hat im Trikot des BVB mehr Verwarnungen bekommen? Oh, die Frage, das ist aber auch, der Roman hat jetzt gefühlte 600 Spiele. Wer hat mehr? Mehr gelbe Karten. 3, 2, 1. Du hast nicht viele, ne? Ich nehme an, nee, also ich kann es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ja, die Frage würde ja nicht gestellt, da ich ja nur 100 Spiele ungefähr habe, 103 oder so für BVB, Bundesliga 90 und du hast jetzt 200, keine Ahnung was. Sonst wird die Frage ja nicht gestellt. Ich habe jetzt einfach geschlussfolgert, dass ich mit meinen weniger Spielen mehr gelbe Karten habe. Ob eure Gedankengänge denn richtig sind? Ein echter Neuner sammelt halt auch 9 gelbe Karten. Das so kann man jetzt über unsere Nummer 1 leider nicht behaupten. Er steht aktuell bei 12 Verwarnungen. Bist du denn so ein Klopper? Du bist ja schlimmer als ich. Ich glaube, das sind 12 wegen Zeitspiel. Wahrscheinlich, Ron. Das kann doch fast nicht sein. Ich kann mich nicht an eine erinnern. Ja, ich schon, dann Zeitspiel, aber... Boah.
Es bleibt beim 1:0 für Nobby. Letzte Behauptung. Wer von euch beiden hat den höheren Rekordsieg in seiner Profilaufbahn? Kleiner Tipp. Eure Rekordsiege habt ihr beide nicht mit dem BVB eingefahren. Boah, das ist jetzt aber schwer. Ja. Rekordsieg, ja. Dann, also jetzt als Profi. 3, 2, 1. Beide glauben, dass es Nobby ist. Habt ihr Ich erinnere mich, ich habe 7-1 gegen Blau-Weiß Berlin. Und wenn es nicht mit Borussia Dortmund war, muss der höher als 7-1 sein. Roman, hast du eine Idee, was dein höchster Sieg sein könnte? Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mit Dortmund enorm hoch gewonnen immer, aber... Ihr habt beide ein 7:1 mit dem BVB mal eingefahren. Aber mit dem FC Thun feierte Roman im August 2009 ein 9:0 über Stade Nyon. Nobby erlebte im September 84 mit dem 1. FC Köln ein regelrechtes Schützenfest im DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers. Endstand 8:0. Roman wäre richtig gewesen. Das war ja ganz am Anfang meiner Karriere. Das ist... Ja. Bei euch beiden am Anfang der Karriere. Es bleibt beim Aber 1:0. Es bleibt bei 1:0, Roman. Und weißt du, was das Tolle ist? Ich kann in diesem Jahr nicht mehr verlieren. Das war das vorletzte Feiertags- bzw. Spieltagsmagazin. Ich bin jetzt mit 3 Punkten vorne und ich bin so happy. Ich werde gleich noch einen Umzug durch die Stadt machen. Ich werde, also das ist nach dem Pokalsieg einer meiner größten Erfolge generell. Wenn nicht wieder am letzten Spieltag die Spielregeln geändert werden. Ich habe jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, ich entscheide, ob du gewinnst oder verlierst. Jedes Mal. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Es steht 53:50 und ich kann nicht mehr verlieren und ich bin so happy, so happy, so happy, so happy. Ja, also nochmal danke, Roman. Und zum Abschluss natürlich noch ein Blick auf das Spiel am morgigen Tag gegen Leipzig. Es ist quasi ein Endspiel um den 2. Platz. Nach dem schwächeren Auftritt, so ehrlich müssen wir sein und so selbstreflektierend sind wir natürlich auch am Mittwoch gegen Mainz. Wie sorgt ihr dafür, wie sorgst du als Führungsspieler dafür, dass die Mannschaft hochkonzentriert ist, in das Spiel geht, dass sie unbedingt gewinnen wollen, um den 2. Platz zu sichern? Dass die nötige Schärfe und die nötige Spannung da ist? Ja, ich glaube, dass wir haben ja jetzt mehrere Führungsspieler, die was sagen können, vor allem auch Spieler, die direkt in der Mannschaft sozusagen integriert sind. Ich als Torwart kann eher vor dem Spiel eingreifen oder in der Halbzeit so ein bisschen. Ich kann sie auch ein bisschen pushen während dem Spiel, aber wichtig ist, glaube ich, dass die Spieler, die eher die Aggressivleader sind, so in unserer Mannschaft, die auch das direkt von Anfang an zeigen, und unsere Spieler, die eher sich über Technik und Schnelligkeit definieren, da trotzdem auch sich mitreißen lassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es wird ein sehr schwieriges Spiel und wir müssen auf jeden Fall bereit sein zu kämpfen und zu leiden. Das ist ganz klar. Es sind noch 2 Spiele und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach nochmal zusammenreißen und uns diesen 2. Platz unbedingt sichern. Da drücken wir natürlich die Daumen. Find du die richtigen Worte, um die Jungs richtig heiß zu machen. Ihr zu Hause werdet sicherlich vom Fernseher oder beim Netradio zuhören. Drückt unseren Jungs die Daumen, dass das Spiel in Leipzig gewonnen wird, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, abgesehen vom finanziellen, dass man den 2. Platz am Ende hat. Vizemeister ist, das ist schon noch etwas anderes. Und wenn du das den Jungs noch einmal so richtig
beibringst, wie wichtig das ist, dann wird das auch in irgendeiner Art und Weise klappen. Das war's heute vom Spieltagsmagazin. Roman, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Aber noch mehr freue ich mich, dass du 3 weitere Jahre hier bei unserem geliebten Verein bleibst. Vielen Dank. Also, wir drücken die Daumen für morgen. Also, macht's gut. Tschüss, der Nobby und Tschüss. der Roman.